Hallöchen, meine Lieben. Ihr habt mir da ja echt so ein paar super interessante und spannende Ideen mitgeteilt für die kommenden Legungen. Und ich habe mir jetzt einfach mal so den ersten, ich glaube, das war sogar der erste Kommentar, keine Ahnung, den habe ich mir jetzt mal rausgepickt und darauf legen wir heute. Worum geht's? Um die eigenen Themen mit der Frage, womit blockiere ich mein Leben? Ich habe mir erst überlegt, machen wir ein Auswahlorakel draus, aber hat sich irgendwie nicht stimmig angefühlt. Deswegen gucken wir einfach im Allgemeinen. Pass jetzt bitte auf, beziehungsweise spür dich rein. Es kann sein, dass hier eine Menge an Energien gleich rauskommen werden. Es muss aber nicht sein, dass jede einzelne Energie auf dich persönlich zutrifft. Ja, weil ich meine, allgemeines Orakel, okay, deswegen spür dich da bitte rein. Sei ehrlich mit dir, geh in den Konflikt mit dir selbst, in die Reflexion und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ich nehme jetzt einfach mal intuitiv ein Deck, wo ich meine, das passt. Schauen wir mal. Oh. Handy auf lautlos. Gut. Womit blockiere ich mein Leben? Wodurch blockiere ich mein Leben? Das soll die Frage sein. Dafür möchten wir Energien. Okay. Da kommt schon mal eine ziemlich tiefe Energie rein. Traurigkeit. Trauer. Overthinking gehört auch dazu, also der Druck, der Zwang zu analysieren. Es ist zwar jetzt eher auf der emotionalen Ebene, also es ist eine emotionale Energie und dennoch hat der Kopf auch so viel Macht, die emotionale Ebene zu beeinflussen. Deswegen nehmen wir das auch mit rein. Kann natürlich auch darauf hindeuten, unverarbeitete Traurigkeit, unverarbeitete Trauerthemen, das heißt nicht geweinte Tränen, also dieser Druck im Inneren, wenn die Emotionen nicht frei fließen können, wenn man die Emotionen nicht zulässt und nicht rauslässt. Weinen ist ein Reinigungsprozess. Weinen klärt nicht nur die Augen, sondern auch den Geist. Und für die einen oder anderen hört sich das vielleicht ein bisschen creepy an, aber ich sage immer, es muss zwischendurch mal sein, für einen selbst, dass man sich einfach mal die Augen ausweint. Ist zwar nicht schön, weil das meistens ja mit sehr, sehr traurigen Themen in Verbindung steht oder auch mit Wutthemen. Wut und Traurigkeit gehört auch zusammen. Schauen wir mal weiter, was sich hier noch zeigt. Okay, wir hatten gerade hier die Gedanken noch mit drin. Ja, Nebel im Kopf, Zerrissenheit vielleicht, Blindheit in Bezug auf gewisse Dinge. Dinge, die man nicht sehen kann, Dinge, die man nicht sehen will. Eventuell ist auch der Kopf voll mit Gedanken oder voll mit irgendwelchen Ablenkungen oder Einflüssen, dass man hierdurch überhaupt keinen klaren Gedanken fassen kann. Gewisse Dinge nicht erkennen, gewisse Dinge nicht an sich ranlassen können. Vielleicht auch gewisse Entscheidungen nicht treffen können. Ein sehr starker Wille, wenn man zum Beispiel möchte, also Perfektionismus, wenn man möchte, dass
gewisse Dinge oder Situationen genauso laufen, wie man es gerne hätte, wenn man vielleicht auch in der einen oder anderen Situation eine Art von Zwang entwickelt oder Besessenheit auch. Also das geht jetzt eher so in diese Richtung. Vielleicht noch 1 oder 2 Kärtchen. Immer irgendwo außen vor sein oder in Bezug auf gewisse Situationen, vielleicht auch Kindheitsthemen, die hier mit reinspielen, nicht gesehen werden, abgelehnt werden, vernachlässigt werden, nicht gehört werden. Als Ursache quasi für das oder für die Entwicklung, für die Entstehung von Glaubenssätzen, mit denen man sich auch sehr gerne mal blockiert. Brauchen wir dazu noch was? Nee, ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal so. Selbstsabotage, Selbstkritik, sich selbst fertig machen. Und das ist jetzt auch eine interessante Energie, weil oftmals bekommt man das gar nicht mit. Also klar, es gibt so diese direkte Möglichkeit, sich selbst schlecht zu machen, sich selbst zu kritisieren, sich selbst zu sabotieren, indem man sich gewisse Dinge auch einfach einredet. Aber es gibt auch gewisse unterschwellige Energien, die einen fertig machen oder womit man sich fertig macht. Ich sage nur Endlosschleifen im Kopf, ja, Gedankenschleifen, wo man sich immer und immer wieder um die gleiche Sache dreht. Oder wenn man sich Dinge einredet, die man meint, dass das Außen einem das spiegelt. Nicht gut genug zu sein oder nicht klug genug, nicht schön genug zu sein, nicht auszureichen. Oder kennst du das, wenn du zum Beispiel an einer Gruppe von Menschen vorbeiläufst und in dem Moment lachen sie dann und vielleicht fühlst du dich dann angesprochen oder angegriffen oder vielleicht denkst du dann direkt so, oh, die meinen dich, die lachen über dich, obwohl sie dich vielleicht nicht mal wahrgenommen haben. Ja, solche Sachen. Also hier sind Themen drin oder eine große Thematik, die kann generell, natürlich muss nicht, aber kann in der Kindheit verankert sein, dadurch einfach worauf man geprägt ist, was man gelernt hat, im Sinne von was einem gezeigt wurde. Vielleicht verbiegst du dich auch sehr gerne, um Menschen zu gefallen, um eine gewisse Form von Harmonie zu halten, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Vielleicht gibt es auch gewisse Ablenkungen in deinem Leben, wo du sagst, oh, ich kann mich jetzt nicht mit dieser Situation oder mit diesem Thema beschäftigen oder ich will das gar nicht. Oder du spürst, da gibt es ein Thema oder mehrere Themen und du kannst es aber nicht erkennen. Klar, Themenverarbeitung ist immer ultra wichtig. Gehen wir mal mit dem Tarot rein. Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Die Frage lautet ja, womit blockiere ich mein Leben? Das Leben läuft aber eigentlich weiter. Also natürlich kommt es immer darauf an, wie du dein Leben lebst. Du hast ja Einfluss darauf, aber das Leben geht ja trotzdem weiter. Aber wenn du dich selbst darin blockierst, also weißt du, was ich meine? Das Außen stagniert ja nicht. Du stagnierst ja nur in dieser Entwicklung. Deswegen, ja, also gucken wir mal weiter. Es ist eine sehr interessante Sache.
Ich hole jetzt einfach mal einzelne Energien zu den, oder einzelne Karten zu den Energien ab. Kann natürlich sein, dass das zusammenhängend ist, muss aber nicht. Was haben wir hier? Das Rad des Schicksals. Emotionen wollen fließen, Emotionen müssen fließen. Was hältst du zurück an Emotionen? Was hältst du zurück an Themen? Was deckelst du eventuell? Was unterdrückst du? Vielleicht gewisse Dinge wie zum Beispiel Traurigkeit, Trauer, Tränen, Dinge, die dich einfach fertig machen, Situationen, ob jetzt aus kürzlicher Vergangenheit oder von früher oder aus der Kindheit oder sonst irgendwas. Was lässt du nicht an dich ran? Wo gehst du nicht durch? Schau mal, das Rad will sich weiterdrehen. Das Rad dreht sich auch weiter, das große. Aber es gibt ja noch ein kleines Rad in uns. Wir haben die Macht, es immer wieder zum Stoppen zu bringen. Ja? Und das macht krank, das ist einfach nicht gut. Energien wollen fließen, Emotionen wollen fließen. Gib dich dem Schicksal hin. Das bedeutet, nimm an, was war, was ist und was sein wird. Nur darin erhältst du die Fülle. Vertraue auf den Weg, auch wenn du nicht weißt, wo er hinführt. Das ist das Rad des Schicksals. Du sagst, ich übergebe mich dieser Lebensspirale oder dieser Schicksalsspirale. Es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen oder nur bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen. Alles andere passiert so oder so. Und das muss ich annehmen. Denn je mehr ich in die Ablehnung gehe, desto größer wird diese Energie, desto mehr Macht bekommt sie. Der Page der Luft und die 9 der Kelche für den Nebel im Kopf. Selbstzweifel, das Nichterkennen von Informationen, von Hinweisen, von Botschaften, das reicht mir nicht. Ja, apropos Nebel im Kopf, ne? Da steht etwas dahinter, aber es ist so undurchdringlich, es ist so undurchsichtig. Wo führt der Weg hin? Ich möchte mir kurz zusätzlich dafür noch was abholen. Hier ist auch eine Energie drin in Bezug auf die Erfüllung in gewissen Dingen nicht sehen können. Also sich vielleicht nicht an den kleinen Dingen im Leben erfreuen, weil man hat etwas Großes vor Augen, man hat ein größeres Ziel, man will dorthin und vergisst aber das Hier und Jetzt. Wenn man zum Beispiel nur in der Vergangenheit oder nur in der Zukunft lebt, oder was heißt, das ist ja dann nicht wirklich richtiges Leben, aber wenn man sich nur darauf fokussiert, dann verpasst man das Leben.
Du schaust weg. Und vergiss dabei, dass du die Zügel in der Hand hast. Dass du das Sagen hast, dass du die Führung hast. Dass du alleine für diesen Weg zuständig bist, für deinen Lebensweg. Es geht nur durch die Konfrontation. Egal wie erschwerlich sie ist, egal wie anstrengend es ist und auch egal wie schmerzhaft es sein wird. Nur durch die Konfrontation, nur indem man in den Konflikt geht mit dem, was da ist, selbst wenn man aktuell noch nicht weiß, was es ist, weil Nebel im Kopf, keinen klaren Gedanken fassen können. An dieser Stelle kann man sich aber immer noch Hilfe und Unterstützung im Außen suchen. Man kann meiner Meinung nach sämtliche Themen, sämtliche Probleme selber lösen, selber sich in die Heilung bringen. Gut. Im Endeffekt kann man das nur selber, man kann sich nur selbst heilen. Aber wenn notwendig, kann man sich Hilfe und Unterstützung im Außen suchen. Und zwar dahingehend, indem man gewisse Dinge einfach auch mal ausspricht, einer anderen Person gegenüber, also einer professionellen Person gegenüber, die gewisse Hinweise vielleicht auch triggern kann oder gewisse Impulse geben kann, damit diese Dinge an die Oberfläche kommen. Also wir haben hier so zweierlei Sachen drin. Zum einen mal das Nicht-Erkennen können von gewissen Energien, nicht erkennen können, nicht erkennen wollen. Und das andere habe ich jetzt wieder vergessen. Achso, oder zu wissen, was da ist, aber nicht wissen, wie man damit umgeht oder umgehen kann, wie man das lösen kann. Ich sag's dir ganz ehrlich, hier ist noch viel, viel mehr drin. Nicht jetzt im Sinne von noch mehr Themen, aber da ist noch so viel mehr Tiefe in den einzelnen Energien, die können wir gerade zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht komplett alle ansprechen. Nicht jetzt nur zeitlich, weil es den Rahmen sprengen würde, sondern auch, weil es noch nicht an der richtigen Zeit ist. Schritt für Schritt, überstürze nichts. Die Herrscherin, die göttlich-weibliche Energie, die sich hingibt und die das Neue bringt, die das Neue erschafft. Das ist für die Perfektionismuskarte gefallen. Das heißt, man kann hier gar nichts Neues erschaffen, wenn man irgendwo fixiert ist auf etwas, auf jemanden, auf gewisse Dinge. Wenn man eine Art Modus gewählt hat, wie alles funktionieren soll, wenn man nicht weitergehen kann, wenn man hier und da noch nicht zufrieden ist mit irgendetwas, wenn man vielleicht auch zwanghaft versucht, gewisse Dinge zu verändern oder auszuarbeiten oder zu modifizieren, die aber gar keinen wichtigen Anteil im eigenen Leben haben. Stagnation, pure Stagnation, ja, das zeigt es ja auch. Womit blockiere ich mein Leben? Ich gebe mich nicht dem Fluss hin. Ich lasse Dinge nicht geschehen. Ich lasse Dinge nicht so sein, wie sie sind. Ich versuche zu verändern, zu manipulieren. Und Manipulation muss gar keinen bösen Hintergrund haben. Damit sage ich jetzt nicht oder will ich nicht sagen, du sollst nicht weitermachen, bis du zufrieden bist. Aber es gibt Dinge im Leben, die haben einfach keinen Sinn mehr. Die haben keinen Wert mehr. Man hält sich hier und da an einer Stelle auf, da ist nichts mehr zu holen und trotzdem bleibt man noch oder hofft man noch, obwohl man innerlich weiß, da ist nichts mehr, das wird nicht mehr. Ich versuche es jetzt natürlich so allgemein wie möglich zu halten, ja, weil ich meine, es kann sich hier um Personen handeln, es kann sich hier um Erfahrungen, Situationen,
Gegenstände drehen, was es auch immer ist in deinem Leben. Auch wenn du nicht dein eigenes Leben lebst, wenn du immer versuchst, anderen zu gefallen, wenn du immer versuchst, es anderen recht zu machen, andere Menschen zu befriedigen, andere Menschen glücklich zu machen, dann wirst du nicht dein eigenes Leben erschaffen können. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dich keiner versteht, dass dich keiner annehmen kann, wie du bist. Vielleicht bist du ja in deinem Kreis, in deinem Umfeld so dieser verrückte Mensch, dieser Irre oder jemand, der komplett aus der Reihe fällt. Und das ist gut so. Gib das nicht auf, behalte das bei. Der Eremit und die 6 der Münzen. Wie ich es gerade gesagt habe, behalte das bei, wie du bist, also vom Grundkern her deine Essenz, weil daraus kannst du das Größte erschaffen. Du musst nicht, um dazu zu gehören, dich komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Du musst nicht versuchen, immer in irgendeiner Form irgendwas auszugleichen, weil du bekommst dafür nichts zurück. Du bekommst aber dafür alles, wenn du in dich gehst, wenn du dich bewusst auch mal zurückziehst und das ganze Theaterstück beobachtest oder das ganze Bild betrachtest aus einer gewissen Entfernung. Darin findest du dich, darin findest du deinen Frieden. Du hast den Schlüssel zu jeder Türe in deinem Leben. Geben und Nehmen entsteht im Sein. Das Gesetz der Resonanz, das, was du bist, das, was du ausstrahlst. Vielleicht bist du auch immer auf der Suche, aufgrund vergangener Themen, nach Fürsorge, nach Geborgenheit, nach Aufmerksamkeit. Dadurch kann sich auch innerlich eine gewisse Form von Zwang entwickeln und dementsprechend erzeugt es Druck. Es kann auch komplett unbewusst passieren. Ja, das ist manchmal so. Aber Druck erzeugt Widerstand. Das heißt, je mehr man versucht, vielleicht die Zuneigung oder Fürsorge oder Anerkennung der Mitmenschen zu erhalten, desto weniger bekommt man sie. Desto mehr wird man weggestoßen. Der König der Luft unter dem Deck. Entschuldigung, das ist ganz so. Für die Selbstkritik, für die Selbstsabotage. Wir haben hier bewusst die männliche Energie erhalten, die männliche Luftenergie. Ja, das ist eine ganz andere Form von Souveränität, von Willenskraft, von Entscheidungskraft, als die jetzt der Königin der Schwerter. Es ist die männliche Energie der harten Entscheidungen, kann man das so sagen, der harten Entscheidungen, die man aber auch mal aus Selbstschutz treffen muss, also auch wirklich knallhart und knallehrlich zu sich selbst sein und sich selbst auch mal sehen und sich selbst erkennen können. Ja, jetzt in Bezug auf Selbstkritik. Da gibt es so ein ganz schönes Ritual, was die meisten Menschen super unangenehm empfinden. Stell dich, mach's dir schön kuschelig, gemütlich, ein bisschen gedimmtes Licht. Ich hoffe, du hast einen großen Spiegel zu Hause. Stell dich mal komplett nackt vor diesen Spiegel. Steh einfach nur da und erblicke dein Spiegelbild.
und lass es einfach mal wirken. Du wirst dich wundern, was da für Dinge aufkommen, was da für Erkenntnisse über dich hereinbrechen. Es ist nicht nur das, wie dein Blick sich auf deinen Körper verändert, sondern auch die Form, wie dein Geist sich öffnet, wie du dein Feld erweiterst. Nur durch das blöde Stehen vor diesem Spiegelbild, in dem du dich anblickst, und zwar durch und durch. Probier verschiedene Mimiken aus oder winke deinem Spiegelbild zu oder was auch immer. Es spielt keine Rolle, spiel dich da ein bisschen. Guck dich an und bleib. Es gibt keine Zeitvorgabe oder so, aber wichtig ist auf jeden Fall, wenn es unangenehm ist, dann bleib so lange, bis es sich auflöst. Ob du jetzt nun 5 Minuten vorm Spiegel stehst oder 3 Stunden, okay, irgendwann kannst du dich ja dann auch hinsetzen oder so. Wichtig ist einfach nur, dass du diesen Blick standhältst, dass du in die Konfrontation gehst mit dir selbst. Weil im Endeffekt ist es ja so, wir sind meist unser größter Feind oder unsere größte Blockade. Wir stehen uns selbst im Weg. Meist hat nichts im Außen die Macht, uns in irgendeiner Form aufzuhalten. Das sind immer nur wir. Ramm dir nicht selbst ein Messer in den Rücken. Du bist wundervoll, du bist gut, wie du bist. Du bist perfekt, wie du bist, weil genau so sollst du sein, in deiner Essenz. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Charakterzügen, Dinge, die man ausstrahlt aufgrund der Prägung der Vergangenheit, aufgrund von Einflüssen von Erziehung, Religion, Kultur etc. Ich spreche von deiner eigentlichen Essenz. Und wenn du in der Lage bist, diese zu erkennen und die auszuleben, egal zu welchem Anteil, es kann ja immer mehr werden, ne? Aber wir fangen mal klein an, dann wirst du immer mehr du selbst. Und die Welt sieht dich, wie du wirklich bist und nicht, wie du vorzugeben scheinst. Wollen wir dazu noch eine Seelenbotschaft abholen? Also wie gesagt, das ist jetzt, sage ich jetzt mal, ein Teil der Blockade, die aktuell gesehen werden möchte. Wir sind voll mit Themen. Wir können unser komplettes Leben an unseren einzelnen Themen und Traumata arbeiten. Aber das, was hier gerade ist, das möchte gesehen werden. Geh und weine. Werde klar, mach dich frei, öffne dich für das, was ist, nimm an, was war, was ist und was sein wird. Geh aus dem Bild raus, wie du Dinge erwartest oder wie du Dinge erhoffst, weil die Enttäuschung kommt direkt, die folgt direkt. Erschaffe dein Leben, erbaue dir deine Zukunft. Wisse, du bist nicht allein, egal was du im Außen siehst. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Du selbst hast den Schlüssel in der Hand und schenkst dir die Fülle. Du selbst bist das Gleichgewicht und der Ausgleich. Du selbst triffst die Entscheidungen in deinem Leben. Oh, da haben wir jetzt aber viele. Da muss ich gleich weinen.
sage dir die besten Seelenbotschaften auf dieser Welt. Okay, starten wir. Ein Ausbruch wird folgen. Du wirst dich frei machen von all den Dingen und von all den Menschen, die dir nicht länger dienen. Das ist ein Loslassprozess, das ist ein Turmmoment, ein Ausbruch. Und das ist keine Ansage in Form von tu das bitte, löse dich. Kartenlegen, sage ich immer, ist nicht, ich muss kurz hier unterbrechen, ich sage immer, Kartenlegen ist nicht nur eine Abfrage von Informationen. Worte haben Macht und durch das Aussprechen dieser Themen, dieser Dinge, dieser Situationen wird Energie freigesetzt oder wird Energie ins Fließen gebracht. Was bedeutet das? Es werden Prozesse angestoßen. Meist, ob man will oder nicht. Und deswegen, hier steht nicht, mach das bitte so und so. Hier steht, du wirst ausbrechen. Es ist unausweichlich. Hammer! Ja, raus aus einer Opferhaltung. So, hier kann sein, dass ein bisschen was triggert, okay? Weil viele Menschen, die werden nicht gerne oder man wird halt einfach nicht gern damit konfrontiert, dass man in einer Opferhaltung ist, dass man in einem Mangelbewusstsein ist. Die einen wissen es, die sind so ehrlich zu sich selbst, andere wiederum, die sagen, nein, niemals und ja, das sind manchmal auch die sagen, ich habe keine Probleme. Dieses Opferbewusstsein, dieses Mangelbewusstsein hat so viel Macht und so viel Einfluss auf unsere Lebensumstände. Und wenn wir uns da rausstellen, ja, das ist eine Sache der Entscheidung, wenn wir da rausgehen aus dieser Opferbereitschaft, aus diesem Opferdenken, so, ich bin der Schöpfer in meinem Leben, ich habe die Zügel in der Hand, ich entscheide, wo es lang geht. Wenn man diese Erkenntnis erlangt, dann kommt man auch aus der Blockade raus. Man limitiert sich selbst, man schränkt sich selbst ein. Für einen gewissen Zeitraum ist es in Ordnung. Man hat gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten. Es ist alles in Ordnung, bis zu einem gewissen Maße, okay? Die Dosis macht das Gift. Möchtest du dich eine Runde im Selbstmitleid suhlen? Hey, let's go! Gehen wir zusammen in die Ecke, heulen uns die Augen aus, fluchen und schreien, dass alles scheiße ist. Und dann packen wir uns aber unsere Krone, stehen auf, setzen sie auf und besetzen unseren Thron wieder. Ja, das ist der Weg. Schon wieder Opfer. Die Opfer, die du in der Vergangenheit gebracht hast und die du jetzt gerade noch gibst oder machst, die sind es wert. Hier geht es aber nicht um eine gewisse Form von Opferhaltung, so alle sind scheiße zu mir, ich mache alles falsch und keiner liebt mich oder sonst irgendwas oder ich habe nur Pech in meinem Leben. Das ist damit nicht gemeint. Es ist das gemeint, wo du sagst, okay, ich gebe das für ein höheres Ziel, für ein Großes und Ganzes, für meine Zukunft. Ich beiße hier in den sauren Apfel, um dort
den leckersten und süßesten Apfelkuchen zu bekommen. Okay, das war ein schlechter Vergleich. Ich musste nur gerade an Kuchen denken direkt. Sei dir gewiss, dass alles, was für dich bestimmt ist, dich erreichen wird, wenn du offen dafür bist. Also halte nicht fest an Dingen oder Situationen oder Menschen, die nicht für dich bestimmt sind. Aber, wie gesagt, die Ketten werden sich sprengen. Du wirst die Ketten sprengen. Du wirst ausbrechen. Du wirst dich frei machen von allem. Deinem Herzen zu folgen, führt dich zu den richtigen Dingen. Das ist auch einfach nochmal eine ganzheitliche Bestätigung für das ist alles richtig. Okay? Spür dich bitte rein. Okay? Egal, was ich jetzt in dieser Legung gesagt habe, das sind meine Worte, die ich nach außen bringe ins Kollektiv. Gewisse Dinge aber können für dich vielleicht eine abgewandelte Bedeutung haben. Oder zum Beispiel, wenn ich dir eine Karte zeige und fürs Kollektiv eine Energie ausspreche, kann es sein, dass du hier und da aber noch andere Themen aufkommen siehst, andere Situationen, Erinnerungen, Erfahrungen. Und das ist deine Wahrheit. Und der darfst du folgen. Ja. Ich verabschiede mich und sage herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, die Botschaft konnte dir helfen in irgendeiner Form, konnte dir vielleicht auch gewisse Dinge aufzeigen. Wenn ja, bin ich super, super happy. Und wenn nein, dann können wir jetzt auch nichts machen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.